Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Firewatch. Und wir werden uns direkt auf den Weg machen. Nämlich hier raus. Natürlich mit unserem Rucksack. The June Fire. So, es ist irgendwie ziemlich, ja, rauchig. Hoppala, rauchig hier. In der letzten Folge haben wir einen Rucksack gefunden. Und der Rucksack beinhaltete den Schlüssel zur Höhle. Und diese Höhle werden wir jetzt aufsuchen. Wir müssen nach Norden. Das ist ungefähr da lang. Okay, wir müssen erstmal nach Osten. Das ist ungefähr da lang. Und werden dann mal schauen, was in der Höhle ist. So ganz geheuer ist mir das nicht, denn man hat uns eine Nachricht hinterlassen, die uns offensichtlich warnen sollte. Denn man hat auch die Funksprüche zwischen Delilah und Henry irgendwie aufgezeichnet, indem Delilah gesagt hat, wir sollten den Scheiß da niederbrennen. Und das ist natürlich unclever und völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Denn alles, was danach gesagt wurde, ist natürlich nicht mitgeschnitten worden. So, wir folgen einfach dem Weg, dann kommen wir da auf jeden Fall an, wo wir ankommen wollen. Harter Tobak, harter Tobak. Wir... Hey, you didn't actually make that call, right? To the other lookout? It just stuck in my craw. I let myself imagine how fucked I would be if you'd been lying to me. But now that I asked, I kinda just wish I hadn't. I'm not even going to answer that. But you could be lying to me too, you know. I'm not. Das war jetzt auch nicht gerade. You know, forget I asked. Okay, das war jetzt nicht unbedingt die Antwort, die ich normalerweise gegeben hätte. Aber es ist auch nicht das Abwegigste, ne? Weil letztendlich wir kennen Delilah genauso wenig, wie sie uns kennt. So glauben wir zumindest. Also ich bin in der Tat gerade nicht ganz klar. What the hell? Okay, irgendeiner hat die Tür zugemacht. Delilah, someone locked me in the cave. Is this thing working? Delilah, send someone to the cave, please. Damn reception. Okay. Guck mal, hier ist doch... Hier ist ein Loch. Hier, Funkloch. Also, ein offenes Funkloch. Oh, ob das eine gute Idee ist? Na klar, quetsch dich mal durch, Henry. Okay, irgendwie ist uns immer einer dicht auf den Fersen und möchte offensichtlich verhindern, dass wir hier irgendwas herausfinden. Aber das kümmert uns natürlich überhaupt nicht. Freezing in here. Wir werden unseren Plan natürlich weiterverfolgen hier, ne? Da gibt es überhaupt nichts. So, es wäre schön, wenn ich hier irgendwie mal... Oh, krass, was ist das denn? Is anybody down there? Okay, da ist ein Schuh.
Können wir denn da runterklettern? Ne, nicht wirklich, ne? Oder haben wir hier irgendwie ein... Ne. Ich hätte gedacht, vielleicht ist da irgendein Punkt, wo wir ein Kletterseil anbringen können oder so. Wir haben zum Glück unseren Rucksack mit. Der uns vermutlich aber ja auch nur begrenzt weiterhelfen kann. Okay. Ja, geh doch, spring da runter, mein Freund der Sonne. Okay, offensichtlich stürmt es draußen. Es hört sich zumindest so an und es sah jetzt aus der Ferne auch irgendwie so aus. Kann mal schauen, ob ich hier noch irgendwas entdecken kann. Oh, möchte ich hier echt runterspringen? Ich würde ja eigentlich gerne mal wissen, wo wir denn hier genau sind. Hey, are you there? Yeah, what is it? What did you find? Nothing yet, because someone tried to trap me in there. You saw someone? No, someone slammed the gate behind me and then ran away. I found another way out, but if I hadn't, Jesus! So you didn't find anything? No, there's a spot where someone had sunk an anchor, but the hardware's gone now. I don't have any climbing equipment. I just have my ropes. I'm gonna hike back to Two Forks and see if I can find anything that could double as an anchor to use in the spot. Well, that doesn't sound dangerous. Okay, wo sind wir denn? Ja. Irgendwo in der Pampa ausgekommen. Was bedeutet, wir müssen Richtung Süden. Also ungefähr da lang. Irgendwie. Man fragt sich ja, ob wir da denn irgendwo hochkommen. Ne? Kann man hier? Kommt man hier irgendwo auf? Freunde der Sonne? Kann ich hier irgendwo lang gehen? Oh. What the fuck? Delilah, I just found an outcropping that someone was using as a little fort. I think it was Brian Goodwin. Really? Yeah, he built himself a real castle. I found an old school folder. Brian was a hell of a doodler. Brian was doing a science fair project about bouncing radio waves off of a meteor shower. Poor kid left his homework? Yeah, he must have been pretty smart, huh? Yeah, sharper than a lot of the grown-up knuckleheads I'm used to, yeah. Yeah, but not smarter than yours truly, right? Wait, are you seriously feeling threatened by the intelligence of a 12-year-old you've never even met? I'm just saying, I'm pretty, you know, with it. I'm a pretty bright bulb. Yeah, Henry, you're a regular Rhodes Scholar. Nice. Hey, remember that pack I found? Back on your second day? Yeah. I found a plan Brian drew about how he was going to get it back. Oh, I'm sure it was quite elaborate. It's some Wile E. Coyote stuff, I'll tell you that much. It's a little weird that he'd just leave so much of his stuff out here. Well, maybe they were in a hurry when they left. Like I said, he wasn't supposed to be out here. Yeah. They almost got busted. Brian liked to go out on the railing of the tower and wave at the planes that dumped water on fires, and... I got a call because someone thought a kid was up in Two Forks. I lied, and just said it was Ned. If I ratted him out, they would have been forced to leave, and...
I don't know, I guess I just felt like I was saving him from whatever shitty life Ned was gonna bring him back to. Not that it ended up mattering. He was in the middle of really sprucing up the joint when they left. Okay, damit können wir offensichtlich nichts tun. Damit können wir wahrscheinlich auch nichts tun. Ich werde hier erstmal alles reporten, was es zu reporten gibt. Bunch of rocks stacked up. You made a wall and a perimeter. God. Yeah, that's perfect. You know, maybe he made it because he was afraid of them. Whenever I think of Brian possibly going through this crap, I get sick to my stomach. Yeah. Sorry. Okay, das behalten wir mal. Das behalten wir auch mal. He made the place pretty comfy, too. That's an achievement. Yeah, at the expense of what are probably stolen pillows. That little shit. There's a busted old toy out here, some sort of electronic game. Yeah? I like Pong. Everybody likes Pong. Gosh, Brian had everything he loved out there. There's a ham radio schematic here, something Brian was working on. Yeah, I think that was the one thing Ned did do with him. You know, tinkering on stuff like that. Okay, das nehmen wir auch mal. There's also a postcard here from Brian to, I guess, his neighbor. What's it say? That he's with his dad and sorry he can't mow his lawn this summer. Oh, gosh. And also he was worried his dad didn't know when school started. I'd say that's a lucky break if I were him. Yeah, that doesn't surprise me. Ned didn't really seem like a, you know, with it dad. Okay, was haben wir hier noch Schönes? Oh, ein Dinosaur. Okay. He also stole his dad's climbing equipment, his anchors. That's convenient. Yeah, it is. I think he was gonna hide them in a cash box or something and never got around to it. I mean, he left a note for a ranger to find them and send them back to him in Nebraska. Because he hated climbing? Yeah, it sounds like Ned was pushing him and pretending to lose his anchors was the easiest way to put a stop to it. I hope it worked. God, what an asshole. Yeah. Man, that is the sort of thing that would have caused me to catch a beating growing up. Yeah, well, I wouldn't put it past old Ned. Okay. Report nerdy document. There's some grade A dork contraband here. You found his pocket protector? I found I guess, a data sheet for one Gladius Silva, half-elf armor 7. Classic wizards and wyverns. Yeah, between this and the map I found in my tower, old Brian created quite the fantasy world. Gosh, Brian had everything he loved out there. Okay, jetzt bin ich neugierig geworden. Comic Book. He'd hide out here to read comics. The Black Band, his grief is his enemy's sorrow. Everyone this guy loves gets killed, so he honors them with a black armband which gives him superpowers. Well, that's fucking dark. Okay, hier gab es relativ viel zu finden, muss man sagen. Was natürlich relativ nett ist. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Brian nicht noch eine stärkere Rolle spielen wird. Könnte ich mir gut vorstellen.
I don't know, really. I mean, we gotta find out. What do you think? Whatever it is, they don't want you telling anyone about. I mean, they closed the door when they could have just... Bashed your head in with a rock or chopped you up with a... Are you serious with this shit right now? a hatchet. God, are you sure you want to go back in there? Honestly, I just want to know. I want to know what is worth doing everything that's been done to us. Yeah, me too. And not going to jail would be a nice kicker. So, wir müssen irgendwie den Weg wieder zurück zur Höhle finden, ne? Okay, ja. Kommen wir hier rum auch. Long drop down. Oh, also, those girls turned up. Looks like you didn't kill them. Nobody did. They took some farmer's tractor for a joyride down in Riverton and, landed in jail. I wonder if they know anything. If there's some way to ask them about whatever happened at their camp. I think we'd be smart to let sleeping dogs lie. You're probably right. So. Wir werden hier weiter langlaufen und werden dann wieder zum Höhleneingang kommen. Irgendwo hier direkt in der Nähe. Und zwar werden wir weiter nach Süden laufen. Wir laufen quasi direkt drauf zu. So, warum ist es jetzt hier plötzlich so richtig dunkel? So, meine Freunde der Sonne. Ich kann euch sehen. Ja, ich kann euch sehen, meine Freunde der Sonne. Okay, offensichtlich nicht. Okay, dann würde ich sagen, abwärts. Okay, so, wir sind unten. Eieieiei. Mir schwant Böses. Problem ist, wir haben hier unten keinen Funkkontakt zu Delilah. Und das könnte in der Tat wirklich ein Problem werden. Ne? Will ich hier echt einen Dropdown machen? Ja, ich muss wahrscheinlich, ne? Komme ich wahrscheinlich nicht drum herum. So, wo ist denn die Stelle, wo wir den Schuh gesehen haben? Von oben. Climb Rocks. Wir kommen offensichtlich hier wieder irgendwie rauf. Das wirklich so ist. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob das
sein eigenes Handeln war. Climb out of cave and report body. Probieren wir das nochmal. Das bedeutet ja zwangsläufig, dass es hier noch irgendwo einen dritten Eingang geben muss. Neben den beiden, die wir jetzt schon gefunden haben. Für Brian sind wir offensichtlich zu spät gekommen. Aber ich betone nochmal, dass ich nicht überzeugt davon bin, dass das auf sein eigenes Dringen hin passiert ist. Aber wissen tue ich das natürlich nicht. Ich denke mal... Ah, okay. Hier kommt man dann also wieder raus. Alles klar. Dann nix hier raus hier. So. Hey, D. There you are. I've been worrying my ass off. Hey, you, might want to take a seat. I've been sitting this entire time. I'm almost always sitting. What's wrong? The only thing in the cave was a body. A body? God, what a mess. Delilah. It's Brian Goodwin. Gotta be fucking kidding me. How does that... What? I don't... How? Climbing, I think, or made to look like a climbing accident. Mm-hmm. Whoever is out there did it. They killed him. Can we just put this stupid shit aside for a minute? That boy is dead. He was just a sweet kid. They didn't kill him, okay? Why kill a boy? I don't know. Boah. What do we do now, D? I mean, are you okay? No, I'm not. He'd be alive if I had told someone he was out here. I don't know where he'd be, but I can assure you it would not be rotting at the bottom of that cave. There's nothing to say. Hike back. I think we're leaving tomorrow anyway. Ja, heftig. So, offensichtlich packen wir. Aber das machen wir jetzt in der nächsten Folge. Ja, harter Tobak. So wirklich zufrieden bin ich mit der Situation jetzt nicht. Ob das wirklich die Auflösung ist und was genau in den ganzen Tagen hier passiert ist, weiß eigentlich immer noch keiner von uns. Tja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich kann es noch nicht ganz abschätzen, wo das alles hinführen wird und wie es hier weitergeht. Aber das werden wir in den nächsten Folgen erfahren. Wenn euch das gefallen haben sollte, dann natürlich wie immer nicht vergessen, kommentieren, diskutieren, philosophieren und das Däumchen nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Firewatch wieder. Bis dahin. Tschüss.